Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Es wird Zeit für ein kurzes Fazit von mir zu New World. Ich habe jetzt in den ersten 5 Wochen ca. 300 Stunden Playtime. Davon sind knapp 30 Stunden Warten in der Queue. Da ich das Thema Warteschlange als K.O.-Kriterium für New World nicht mehr hören kann, werde ich auch darauf nicht weiter eingehen. Für ein Spiel, welches in der Anschaffung nur 40 € kostet, ist der Spielspaß und die Spieldauer riesengroß. Ingame-Käufe werden zwar angeboten, sind für das Spielerlebnis aber nicht von Bedeutung. Was kann man bislang von dem Spiel erwarten? Action oder eher Chillen? So würde ich das MMO eher als Chill-Spiel einstufen. Wer von einem harten Arbeitstag nach Hause kommt und noch ein bisschen zocken will, für den ist das Spiel bestens geeignet. Für alle Leute, die die große Action erwarten, ist das Spiel eher nichts. In New World gibt es zwar immer etwas zu tun, aber das wenigste ist actionlastig und meistens langwierig. Was nicht heißen soll, dass dies keinen Spaß machen kann, aber ihr solltet eher die Geduld mitbringen, die beispielsweise ein Sandbox-Game erfordert. Das heißt, ihr solltet also mehr die Landschaft und das Game genießen, als den schnellen Erfolg feiern zu wollen. Heißt das, dass New World also kein WoW-Killer ist? New World ist New World und WoW ist WoW. Es sind beides MMOs, aber mit ganz unterschiedlichem Inhalt und Schwerpunkt. Wo die Reise von New World in Zukunft hingeht, lässt sich augenblicklich schwer beurteilen. Da aber hinter den Kulissen noch viel an dem Spiel gearbeitet wird, traue ich New World auch eine spontane Wandlung des Endgames durchaus zu. Ich komme zur Frage, wie viel Multiplayer steckt in diesem MMO? Selbstverständlich könnt ihr das Spiel weitestgehend im Multiplayer oder beziehungsweise im Koop-Modus spielen. Ich glaube allerdings, beim Leveln werdet ihr nicht unbedingt schneller, als wenn ihr das Ganze solo bestreitet. Wo ist der Multiplayer zwingend notwendig? Die Hauptstory führt uns in die ein oder andere Instanz. Um diese erfolgreich zu absolvieren, brauchen wir eine Gruppe. Aber ansonsten, bis auf die ein oder andere Nebenquest, kommt ihr problemlos auch solo durchs Spiel. Solo ist es vielleicht nicht unbedingt ratsam, als Heiler unterwegs zu sein, sondern eher als DD. Ich war beim Solo-Leveln beispielsweise als DD mit Heilstab unterwegs und kam so relativ problemlos durch die Quests. Solltet ihr später das Endgame spielen wollen, macht es natürlich mehr Spaß, im PvP als Gruppe unterwegs zu sein und sich für diesen Zweck eine passende Kompanie zu suchen. Ich mag aber noch einen kleinen Kritikpunkt an dem Spiel bezüglich des Multiplayers in den Ring werfen. Ich frage mich ernsthaft, warum dieses Spiel keinen Groupfinder integriert hat. In meinen Augen ist ein Groupfinder in einem Multiplayer-Spiel immer angebracht. Spätestens, wenn die Spielerzahl nachlässt oder man zu einer unbeliebten Uhrzeit spielt, mag man nicht im Chat stundenlang nach einer Gruppe suchen. Das trifft jetzt vielleicht mehr den PvE-Sektor, aber man könnte ihn auch gut für Open-World-Aktivitäten einsetzen. Deswegen kann ich nicht verstehen, weswegen die Funktion nicht implementiert ist. Wir kommen zum Thema Endgame-Content. Das Endgame ist derzeit auf PvP ausgelegt, was nicht heißt, dass man ein PvP rund um die Uhr zocken kann. Wenn ihr den richtigen Kompanien eures Servers angehört, werden euch ab und zu Angriffe und Verteidigungen angeboten. Solltet ihr einer kleineren oder vielleicht gar keiner Kompanie angehören, so habt ihr nur beschränkte Möglichkeiten am PvP teilzunehmen. Was immer gefragt ist, sind die Open World PvP Quests. Gebetsmühlenartig führt ihr in unterschiedlichen Gebieten immer die 3 gleichen PvP-Quests aus. Manchmal könnt ihr dabei Glück haben und echtes Open PvP erleben, aber zumeist ist es ein stumpfes Hin- und Herlaufen, um den Einfluss zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt derzeit eine Art von Battleground. Dies ist aber bei weitem nicht so abwechslungsreich gestaltet wie bei anderen MMOs. Für ein Spiel, wo der Schwerpunkt auf PvP liegt, finde ich das ziemlich schwach. So bleibt mir die Möglichkeit im Endgame, meine Berufe weiter zu leveln, Ruf und Materialien zu farmen und das Crafting zu optimieren. So etwas wie Raid-Instanzen existieren derzeit nicht. Das einzige, was sich anbietet, ist in der Open World Verderbnisportale zu schließen oder die Elite-Spots in beispielsweise Shattered Mountain zu farmen. Kurz gesagt ist der Endgame-Content derzeit einfach nicht besonders fesselnd. Man macht das Endgame derzeit gute 2 Wochen mit und dann wird es doch etwas monoton. Was aber nicht heißt, dass es so bleiben muss, da sie ja weiterhin an dem Spiel arbeiten. Was hat mir besonders gut gefallen an dem Spiel? Gut gefallen hat mir die Tatsache, dass ich mir keinen Twink bauen muss, sondern die Möglichkeit habe, aus meinem Charakter jede Klasse zu gestalten.
Grafisch ist das Spiel gut gelungen für eine Open World und mit der Möglichkeit, mit einem Großteil der Welt interagieren zu können. Fühlt sich einfach richtig gut an. Das Thema Crafting ist in New World groß geschrieben und sehr umfangreich. Das wiederum heißt auch, es gibt eine Menge verschiedener Materialien zu finden. Sehr hervorzuheben war auch die Tatsache, dass ihr für fast jede Aktion Erfahrungspunkte erhaltet. Die paar Instanzen, die es gibt, beinhalten ein paar schöne Bosse und interessante Mechaniken. Als DD hat mir dieses Spiel am meisten Spaß gemacht, obwohl ich sonst in MMOs auch wirklich gerne Heiler spiele. Nächstes Thema: Ich übe Kritik an der einen oder anderen Klasse bzw. ihrer Spielweise. In diesem Spiel finde ich die Heilmechaniken, um die Gruppe zu heilen, aber wirklich grottenschlecht. Es fühlt sich alles recht hakelig an und es gibt auch nur eine einzige Heilwaffe. Daraus resultiert, wir haben auch nicht besonders viele Heilsprüche und die Sprüche, die wir haben, sind zum größten Teil AE-Sprüche. Beim Tank in Instanzen finde ich etwas ungünstig, dass für den Rest des Teams nicht ersichtlich ist, welchen Mob der Tank gerade im Target hat. Für die Aggro-Kontrolle kann es in Random Groups ziemlich ätzend sein. Aber ich will euch allgemein keinen schlechten Eindruck von dem Spiel vermitteln. Alles in allem ist das Spiel wirklich gut und spielenswert. Für einen schmalen Taler erhaltet ihr hier eine Menge Spielspaß. Und so möchte ich abschließend noch einmal die Frage aufgreifen, welche ich in einer meiner ersten Videos gestellt habe. Super MMO oder Griff ins Klo? Für meinen Geschmack im Augenblick weder noch. Ich glaube, das Spiel, was uns hier präsentiert wird, ist einfach noch nicht fertig. Was ich jetzt nicht weiter schlimm finde, ich habe es soweit gespielt, lege es jetzt beiseite und werde ab dem Punkt einfach weiterspielen, wenn mir das Endgame eine neue Möglichkeit bietet oder das Spiel erweitert wird. Bis zu diesem Punkt darf man trotzdem nicht vergessen, 250 Stunden sind bis jetzt gespielt und ich habe das Crafting und die Berufe noch nicht alle auf das Max-Level geskillt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen New World Videos, weil dies wird vorerst wohl das letzte New World Video von mir gewesen sein. Weitere Spiele, unter anderem weitere MMOs, wurden in den letzten Tagen schon getestet und damit geht es demnächst weiter. Lasst euch überraschen und inspirieren, was demnächst auf euch zukommt. Damit bedanke ich mich bei euch und beende dieses Video mit dem altbekannten Satz: Lasst mir doch ein Abo da und bis bald, euer Tax.